Mein Name ist Daniel Silberberg, mittlerweile heiße ich auch Mohammed Emin. Ich bin 38 Jahre alt und bin gebürtig aus Beckum in Westfalen und lebe mittlerweile in Mannheim. Ich komme aus einer deutschen Familie, die christlich geprägt ist, sehr sozial. Ich habe Glück, dass ich aus einer sehr sozialen Familie stamme. Meine Eltern haben, obwohl also beide christlich geprägt sind, haben die sich dazu entschieden, aus der Kirche auszutreten, aus der katholischen, weil sie sich nicht mehr damit identifizieren konnten. Da war ich in der Grundschule, als das passiert ist. Ansonsten haben wir schon ein sehr familiäres Umfeld bei uns in der Familie. Ich bin, was das Berufliche betrifft, gelernter Kaufmann und arbeite mittlerweile als Account Manager in einer Personalvermittlung. Das Leben in Deutschland ist, wenn man hier aufgewachsen und groß geworden ist, sehr angenehm, weil es eigentlich alles irgendwo immer eine Regelung für alles gibt und eine Ordnung. Und das gefällt mir. Das weiß man auch wieder zu schätzen, wenn man mal ins Ausland gefahren ist, längere Zeit irgendwo war, wo es dann nicht so geordnet und geregelt war. Dann fühlt man sich auf einmal, wenn man in Deutschland ist, was das betrifft, wieder wohl. Auf der anderen Seite ist manchmal in Deutschland ein bisschen, insbesondere bei vielen, ja, man will jetzt nicht alle Deutsche bei einem Kamm stellen, ich bin ja selber Deutscher, aber es gibt halt sehr viele, die sind vom Herzen nicht unbedingt so warm in Deutschland. Aber es gibt auch sehr warmherzige Deutsche. Meine Familie ist ja selbst jetzt sehr positiv geprägt, was das betrifft. Aber es gibt halt schon, dieser Durchschnittsdeutsche, der hat halt schon so eine gewisse Distanz und Kälte in sich. Ich war 25 Jahre, als ich Muslim wurde und war vorher selbstbestimmt Atheist. Ich habe mich keiner Religion zugehörig gefühlt, habe aber auch tatsächlich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt vorab und ja, konnte mich damit nie identifizieren. Das war für mich immer, also Religionen waren für mich immer menschengemachte Werke, die dazu dienten, den Mensch irgendwo zu kontrollieren und zu steuern. Und ich habe da keinen Sinn drin gesehen und habe da auch offenkundig mit Gläubigen drüber diskutiert. Also ich war schon sehr fest in meinem Standpunkt und habe auch leider manchmal auch über meine muslimischen damaligen Freunde dann gelacht. Auf jeden Fall Sicherheit. Ich hatte immer eine innere Unsicherheit in mir, habe nie wirklich verstanden, was der Sinn im Leben sein soll oder wo das Leben hinführen soll oder was das Leben überhaupt mit sich bringt. Also ich habe mich da schon öfter gefragt, warum lebt man, wieso ist die Welt da, wo ist das alles hergekommen vor allem, wann ist es entstanden, wie ist es entstanden. Und ja, da waren immer Lücken. Also da war immer irgendwo so ein Fragezeichen vorhanden, was keine Antwort gefunden hat. Ich habe zum Teil mich innerlich im Inneren damit auseinandergesetzt und beschäftigt mit diesen Fragen für mich selbst und habe aber auch zum Teil, um diese Fragen mir selbst nicht stellen zu müssen, auch andere Wege eingeschlagen und dann irgendwo so eine mentale Ruhe gesucht, indem man sich berauscht hat, zum Beispiel mit Alkohol oder Marihuana. Das war in meiner vorislamischen Zeit oft vertreten. Das ist jetzt sehr metaphorisch, aber vor dem Islam würde ich sagen, ist man wie blind in der Finsternis umhergelaufen, ohne zu wissen, dass man blind ist. Mit dem Eintritt des Islams in meinem Leben hat man dann quasi auf einmal sehen können und gleichzeitig auch ein Licht in der Hand, der einem den Weg weist und erkennt, dass diejenigen, die diesen Weg nicht gehen oder dieses Licht nicht haben, obwohl sie blind sind und durch die Finsternis laufen, sich dessen gar nicht bewusst sind. So wie ich vorher mir dessen ja auch nicht bewusst war, dass ich nicht wirklich sehe. Und das ist irgendwo ja traurig für die anderen. Also ich bin sehr früh also nicht direkt mit dem Islam, aber mit Muslimen in Kontakt gekommen, weil ich in der Grundschule in einer ziemlich multikulturellen Klasse war. Da waren sehr viele Türken auch, ein paar Araber und einer meiner nächsten Freunde, der war auf jeden Fall auch Türke. Und bei der Familie zu Hause habe ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt und die waren auch Muslime. Und habe das aber
nie aufgrund des Islams so gesehen, dass ich mich da wohlfühle, sondern einfach nur wegen dieser Menschlichkeit, die da herrschte. Ne? Also vom Islam gehört habe ich natürlich schon vorher sehr oft, aber immer nur ja, so als... Also mein nahestehender Freund, der hat das immer als seine Position halt vertreten, weil er Muslim ist und wollte mir das dann auch teilweise nahebringen und erklären, aber der war da nicht sehr geübt drin und hat nicht unbedingt die besten Argumente gefunden. Von daher, ich habe das nie ernst nehmen können. Aber als ich dann selbst irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich in erster Linie ja, im Internet recherchiert, weil ich auch nicht unbedingt wollte, dass jemand weiß, dass ich da Interesse daran entwickelt habe. Das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass es überhaupt einen solchen Weg gibt, war, als ich für mich erkannt habe, dass Atheismus nicht die Antwort ist, weil ich habe mich gerne mal mit Wissenschaft auseinandergesetzt, insbesondere auch mit dem Thema Astronomie. Wie ist das Universum aufgebaut? Warum ist die Erde so, wie sie ist? Warum ist alles im Sonnensystem so, wie es ist? Und habe dann eine sehr interessante Dokumentation gefunden, die heißt Der privilegierte Planet, in welcher Wissenschaftler aus wissenschaftlicher Sicht alles einmal analysieren, was vom Urknall an bis heute in den 14 Milliarden Jahren alles passiert sein muss, damit wir zu diesem Punkt von heute gekommen sind und wie hoch die Wahrscheinlichkeit darin liegt, dass wir überhaupt heute hier leben und das Leben existiert im Allgemeinen. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0, irgendwas. Also wissenschaftlich betrachtet ist es eigentlich fast unmöglich, dass Leben entstanden ist per Zufall und dass es mehr als Zufall sein muss. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass Wissenschaftler sowas sagen, hat sich für mich plötzlich ein ganz anderes Bild ergeben und ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und ich habe zum ersten Mal für mich erkannt, dass eine Schöpfung in Frage kommt, beziehungsweise natürlich dann auch der Schöpfer, der das alles erschaffen haben muss, ohne mich dadurch jetzt direkt auch irgendeiner Religion zugehörig zu fühlen oder zu denken, okay, das führt mich jetzt direkt zum Islam, weil der Weg war dann eher der, dass ich, als ich zum ersten Mal für mich erkannt habe, okay, es gibt einen Schöpfer, mich mit Religion im Allgemeinen auseinandergesetzt habe und klar, erstmal als Deutscher aus einem christlichen Land mich ein bisschen mit Bibel beschäftigt habe. Aber als ich die Bibel angefangen habe zu lesen, wirklich vom Alten Testament an, habe ich manche Passagen darin gesehen und gelesen, die mir den Anschein erweckt haben, das kann nicht von Gott kommen. Da ist ein Beispiel, da steht zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau welcher Passage, welchen Paragraphen und so, aber da heißt es, wenn ein Mann auf offenem Feld eine Frau sieht und sie vergewaltigt, muss er dem Vater der Frau 50 Silberstücke zahlen, sie heiraten und sich bis zu ihrem Ende um sie kümmern. Und das ist nicht richtig und das kann nicht von Gott kommen. Das war für mich klar. Und als ich so ein paar Sachen darin gefunden habe in dieser Richtung, war für mich sicher, das wurde von Menschen verändert. Ich habe zwar schon irgendwo gefühlt, okay, der Ursprung dessen ist von Gott, aber die Menschen haben es über die Zeit ihren Bedürfnissen angepasst und habe dann auch recherchiert, wie ist die Bibel entstanden. Und habe dann festgestellt, dass es durch ein Zusammenkommen vieler Menschen, 300 irgendwas, bei dem Konzil von Nikea hieß es, meine ich, wurde festgelegt, welche Evangelien sind jetzt in die Bibel aufzunehmen, was aus dem Alten Testament, beziehungsweise was aus der Tora wird mit in die Bibel aufgenommen. Das Alte Testament ist ja nur die Tora und die Psalme von David wurden darin aufgenommen und halt dann, was soll jetzt von Jesus darin aufgenommen werden. Und da wurden ja nur diese 4 bekannten Evangelien im Neuen Testament von heute aufgenommen und es gab über hunderte andere, die gar nicht berücksichtigt wurden. Und jeder, der an die anderen, die nicht berücksichtigt wurden, weiterhin glauben wollte, galt als Ungläubiger in der Zeit und wurde ja, teilweise gejagt und umgebracht im Namen des Glaubens. Und da gibt es eine Liste, die heißt die sogenannte Apokryphenliste. Da stehen die ganzen Evangelien drauf, die nicht mehr als gültig erachtet wurden. Und es kann sehr gut sein, dass diese Evangelien der Wahrheit sehr nah waren, vielleicht sogar 1:1 das Richtige beinhaltet haben, was Jesus, also Isa a.s. gesagt hat. Und als ich das alles gelesen und rausgefunden habe, dann wusste ich, okay, das ist nicht der richtige Weg heute. Und zum ersten Mal kam dann die Frage auf, was ist überhaupt Islam? Woher kommt das? Was steckt dahinter? Und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich habe das nie irgendwo als Option betrachtet, da überhaupt drüber nachzudenken oder zu recherchieren. Und dadurch, dass ich halt so ein bisschen wissbegierig war, was Wissenschaft angeht, Naturwissenschaften, und dann so ein paar Fakten zum Koran mir rausgesucht habe und dann gelesen habe,
der ist nachweislich seit 1400 Jahren unverändert. Es gibt wissenschaftliche Fakten, die darin erwähnt sind, die wir erst heute erkennen, weil wir diese wissenschaftlichen Fakten durch technische Mittel erkennen konnten, die aber schon vor 1400 Jahren an einem Buch standen von einem Mann, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. So, das kann nicht sein. Da wurde mir direkt im Herzen klar, das muss richtig sein. Ich wusste nichts, aber diese Tatsache alleine hat mir gezeigt, das muss richtig sein. Und im Herzen habe ich es direkt akzeptiert, ohne was zu wissen. Ich habe es keinem erzählt. Ich war ja vorher mal Atheist, habe drüber gelacht. Aber in diesem Moment wusste ich, das ist der Weg. Und als ich mich dann mit mir selbst beschäftigt habe und darüber reflektiert habe, was habe ich im Leben gemacht? Wie habe ich mein Leben gelebt? Wie habe ich mich verhalten? Was habe ich für Fehler gemacht? Und das alles bereut habe. Ich musste sehr stark weinen in diesem Moment, als ich alleine zu Hause war. In diesem Moment ist so viel Nur in meinem Raum entstanden. Da war so viel Licht. Mein Kopf hat sich angefühlt, als wenn eine Dusche in meinem Kopf alles sauber wäscht. Anders kann ich das nicht erklären. Es war ein wahnsinniges Gefühl und eine innere Ruhe ist über mich gekommen. Ich habe es nicht verstanden, aber alles war so hell erleuchtet. Und ich weiß heute, das war der Moment, wo ich Muslim wurde, ohne die Schahade zu sprechen. Weil ich gar nicht wusste, dass es Teil des Islams ist, die Schahade zu sprechen, aber ich habe es im Herzen angenommen. Und von diesem Moment an war mir klar, ich werde diesen Weg gehen, egal was kommt. Ja, es gefällt mir, dass ich ein Ziel im Leben habe, dass ich jetzt weiß auch, was der Sinn im Leben ist und dass dieser Sinn mich 24/7 begleitet und mir sehr viel Sicherheit gibt im Leben. Das ist etwas, woran man sich festhalten kann. Und ich weiß halt, dass Allah allgegenwärtig ist und dass man nie alleine ist. Ich habe es erstmal für mich behalten, weil ich ja immer den anderen Standpunkt vertreten habe. Und die ersten Wochen nach dieser Erkenntnis, dass es eine Schöpfung geben muss oder einen Schöpfer geben muss, der das alles erschaffen hat, habe ich das alles sehr in mir behalten, weil ich mich geschämt habe dafür, jetzt ein gläubiger Mensch geworden zu sein. Und es hat erstmal eine lange Zeit gedauert. Irgendwann war es dann halt soweit, dann war ich bei meinen Eltern am Tisch, dann gab es wieder was zu essen, da war halt Schwein drin. Dann habe ich dann gesagt, ich kann das nicht mehr essen. Dann haben die gefragt, wie, du kannst es nicht mehr essen? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht mehr essen, ich esse jetzt kein Schwein mehr. Wieso isst du kein Schwein mehr? Ich sage, ja, weil ich an den Islam glaube. Und dann waren die so, hä, wie ist das gekommen? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich habe das für mich erkannt, dass es ein richtiger Weg ist und ich möchte das gerne umsetzen und ich bin jetzt Muslim. Und das war für die natürlich erstmal überfordernd, sie kam damit nicht zurecht. Meine Mutter hat da nach kurzem Reflektieren auch mir ein Statement zugegeben, was ich sehr positiv fand. Sie hat gesagt, sie findet das schön, dass ich jetzt zu Gott gefunden habe, weil sie selbst auch eine sehr gläubige Person ist. Und hat dann zu mir gesagt, wenn ich diesen Weg einschlagen will, dann soll ich ihn auch wirklich gehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit dieser Religion auseinandersetze und ein muslimisches Leben leben möchte, soll ich es auch tun, selbst wenn auf diesem Weg mir Dinge nicht widerfahren, sondern wenn ich Dinge darin erkenne, die mir vielleicht nicht gefallen sollten, soll ich trotzdem den Weg beibehalten. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, das von meiner eigenen Mutter zu hören, die selbst keine Muslima ist. Ja. Mein Vater kann nicht so viel mit Religion anfangen, ehrlich gesagt. Der ist zwar auch, ich bin davon überzeugt, dass er weiß, dass es Gott gibt und dass alles eine Schöpfung hier ist, aber diesen Aspekt der Religion ist bei ihm so, der ist halt aus einer ziemlich konservativ-katholischen Familie gekommen und da, ja, ich will jetzt nichts Negatives darüber sagen, aber da ist halt manchmal da war nicht so viel Herzlichkeit vorhanden unbedingt und hat jetzt auch nichts mit der Religion zu tun, das hat andere Gründe, aber er hat auf jeden Fall dadurch für sich keinen Bezug zur Religion und möchte auch keinen Bezug zur Religion haben. Der akzeptiert das, was ich bin, der toleriert das auch, aber ich merke auf jeden Fall, dass er es nicht versteht.
Zuerst waren natürlich die Muslime in meinem Umfeld, also in meinem Freundeskreis, waren natürlich begeistert, dass ich das angenommen habe. Ich muss dazu aber sagen, dass ich in einem Umfeld ja gelebt habe, in dem die wenigsten Muslime praktizierende Muslime waren. Und dadurch war jetzt auch nicht unbedingt eine große Hilfestellung direkt vorhanden. Man hat mir versucht, Input zu geben, aber war jetzt nicht unbedingt zielführend immer, was dann gemacht oder gesagt wurde. Und man hat mir auch jetzt nicht wirklich so die Basics versucht beizubringen. Und das hat mich nach ein paar Monaten auch gestört. Das habe ich dann offenkundig jemandem gesagt. Ich habe gesagt, was soll das? Du weißt genau, ich bin Moslem geworden und du hast mir immer noch nicht gezeigt, wie man betet. Und das hat denjenigen dann aber auch, Alhamdulillah, aufgeweckt und dazu bewegt, mir dann die Dinge beizubringen. Ja, und dadurch hat er auch wiederum seinen Weg wieder ein bisschen umstrukturiert, ist wieder in die richtige Richtung gekommen und das war dann er ist bis heute noch ein sehr guter Support für mich eigentlich. Also ist einer meiner besten Freunde, der jetzt noch in meiner Heimat lebt, der auch dann durch meinen Umschwung selbst auch diesen Umschwung mitgenommen und mitbekommen hat. Also Alhamdulillah. Das sind gravierende Veränderungen gewesen. Ich war ja vorher nicht nur nicht muslimisch, sondern habe ja auch einen Lebensstil geführt, der absolut islamfremd war. Nicht absolut, aber der halt schon Wochenende Party, unter der Woche nach Feierabend Bierchen trinken. Wenn man mit gewissen Leuten zusammengesessen hat, dann auch halt Marihuana rauchen. Und das sind so Dinge, die im ersten Moment sehr einfach waren. Also es war für mich sehr einfach, diese Dinge im ersten Moment abzulegen. Und ich hatte so in den ersten Wochen und Monaten meines muslimischen Daseins einen sehr, sehr starken Support. Also ich habe sehr viel Rückenwind, sag ich mal jetzt, gehabt, so metaphorisch. Also Allah hat mich sehr unterstützt darin und hat mir gezeigt, was ich erreichen kann, wenn ich diesen Weg gehe. Und irgendwann fangen halt die Prüfungen an und dann kommen die Tests und dann ist dieser Support nicht mehr da. Und dann wirst du halt mit der Welt alleine gelassen und musst dich dann beweisen. Und dann kommt auf einmal der Shaitan von der Seite und du kennst die ganzen Praxis noch gar nicht und das erkennst du erst später, wenn du darüber reflektierst. Und Shaitan führt dich dann, meist auch mit guten Absichten, komplett in die falsche Richtung. Du hast eine gute Absicht, du denkst dir, okay, ich gehe jetzt zu denen, die sind voll tief drin im Loch, wir gehen irgendwelche Sünden und ich habe jetzt den richtigen Weg erkannt, ich weiß es, ich gehe jetzt dahin und ziehe die raus. Aber das Gegenteil passiert, weil Shaitan genau weiß, wenn du jetzt in dieses Loch zu denen runtersteigst, bist du im Loch. Und da wieder rauszukommen und die noch mitzuziehen, das schaffst du nicht. Und wenn du Pech hast, bleibst du dann in diesem Loch. Und so ist es dann ab und zu passiert, dass man natürlich dann selbst wieder hingefallen ist. Aber man darf da nicht liegen bleiben, man muss dann wieder aufstehen und diese Veränderungen waren auf jeden Fall sehr krass. Vor allem, wo ich angefangen hatte, halt das auch zu praktizieren und zu beten und gesehen habe, das sind Muslime, die beten nicht. Wieso beten die nicht? Was ist das? Warum machen die das nicht? Es ging nicht in meinen Kopf rein. Ich könnte das niemals tun, diese Aussage, ich könnte das niemals tun. Ich bin später gelernt, darf man nicht denken, darf man nicht sagen. Weil irgendwann kam der Punkt, da habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Weil mir dadurch gezeigt wird, du schaffst nur das, was Allah dich schaffen lässt. Du bist auch nur ein schwacher Mensch, der mit Fehlern erschaffen wurde, mit Fehlern behaftet ist. Man begeht Sünden als Mensch, wir sind keine Propheten. Und ja, sich dessen bewusst zu werden, hat erstmal sehr lange gedauert. Und Alhamdulillah, irgendwann kam halt dann der Punkt, wo es dann wieder auch langwierig auf der geraden Strecke, geblieben bin und Alhamdulillah immer noch bin. Und ich hoffe, dass es inshallah nicht mehr dazu kommt, ne, dass man wieder von diesem Weg kurz abschweift. Was aber, selbst wenn es passieren würde, nicht bedeutet, dass man dann verloren ist. Also es gibt viele Leute, die ich auch in meinem engeren Freundeskreis habe, die zu sehr sich dann darauf fixieren, ja, ich bin jetzt weg vom geraden Weg, ich bin verloren. Das ist ja nicht. Man ist nicht verloren. Allah ist der Vergebende. Du musst dich nur daran erinnern, dass er dich mit Fehlern erschaffen hat und dass es ein Teil dieses Lebens ist, ein Teil dieser Prüfung ist. Und du musst einfach es bereuen, was du Falsches tust und versuchen, das ins andere umzukehren und das Richtige zu tun. Nicht direkt zu 100% 1:1 switchen, sondern Step by Step, ganz langsam. Du kannst nicht, wenn du auf dem Boden liegst seit Monaten, kannst du nicht einfach aufspringen und einen Sprint machen oder einen Marathon laufen. Das schaffst du nicht.
Steh erstmal langsam auf, halte dich irgendwo fest und mach dann Schritt nach Schritt. Und dann irgendwann lauf wieder von alleine und wenn du Bock hast, kannst du auch laufen. Aber versuch nicht zu schnell zu rennen. Besser, du kommst langsam als Ziel, als wenn du immer wieder hinfliegst und irgendwann keinen Bock mehr hast aufzustehen. Das wird sich komplett gedreht. Ich habe ja immer in dem weltlichen Sinn gesucht, aber nachdem ich halt Muslim wurde, erkannt, dass das Weltliche nicht der Sinn ist, sondern dass das Göttliche der Sinn ist. Dass wir nur hier sind, um zu erkennen, dass Allah existiert und dass er uns dazu erschaffen hat, um das zu erkennen. Dass wir dankbar sein müssen, dass er uns alle diese Möglichkeiten gibt und dass wir, ich weiß nicht wo oder wann oder wer das gesagt hat, aber es wurde mal gesagt, Allah war ein Schatz, der erkannt werden wollte, bevor es überhaupt die Schöpfung gab. Und deswegen wurde die Schöpfung ins Leben gerufen, damit wir ihn erkennen. Er hätte uns auch, nachdem er unsere gesamten Seelen erschaffen hat, hätte er uns direkt aufteilen können und sagen können, ihr seid jetzt die Guten und ihr seid die Schlechten, so, ihr dürft ins Paradies und ihr nicht. Aber das hat er nicht getan, weil er den Beweis haben will dafür, wer zu wem gehört. Und das ist jetzt hier dieser Test, den wir durchmachen. Wir müssen jetzt diese Brücke des Lebens überschreiten, um am Ende mit Zertifikat dazustehen, jetzt sage ich mal so, ich habe das und das so und so gemacht. Und ob das Zertifikat positiv oder negativ ist, das wird sich dann zeigen. Aber man darf nicht denken, dass diese Brücke, die wir überschreiten müssen, etwas ist, wo man was drauf aufbauen soll, was von Bestand ist. Klar, du kannst was drauf aufbauen, du kannst ein Haus bauen, du kannst ein Auto kaufen, du kannst den besten Urlaub fahren, aber das alles ist nur etwas, was vergänglich ist. Du kannst das benutzen, du sollst es auch benutzen. Wenn du die Mittel hast, reich bist, Alhamdulillah, mach das, benutzt das, zeig, dass du reich bist, damit Leute, die bedürftig sind, sehen, okay, der kann mir vielleicht helfen. Das ist der Sinn dessen, dass du auch zeigen sollst, dass du reich bist, versteck es nicht. Aber man darf es nicht im Herzen tragen, das ist das Entscheidende und man muss Allah immer dankbar sein, dass er einem diesen Reichtum zur Verfügung gestellt hat. Problem ist, als konvertierte Person, wenn du, es geht jetzt nicht darum, um Rassen oder um Menschen gewisser Herkunft, die alle über einen Kamm zu scheren, aber es gibt leider immer wieder in verschiedenen Kulturkreisen Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie aufgrund ihrer Herkunft den Islam am besten verstehen oder am besten praktizieren. Und das ist für mich immer ein Problem, weil nur weil du jetzt Araber bist, kannst du nicht sagen, das ist unsere Sprache, wir verstehen das am besten. Oder nur weil du jetzt Türke bist, kannst du sagen, guck mal, die Osmanen haben es am besten gelebt, am längsten diese Zeit gehabt, in der das Kalifat existierte. Die Umma ist so vielfältig und bunt, dass man das nicht begrenzen darf auf gewisse Volksgruppen. Und das ist etwas, was mir oft Probleme bereitet im Inneren, dass wenn ich diese Aussagen manchmal von Leuten höre, dass ich dann denke, ja, aber Allah hat in jedem Land, in jedem Kontinent der Welt, hat er wunderschöne Menschen erschaffen, die seinen Dien der Zeit entsprechend bestmöglich umsetzen. So, und das sind nicht nur Leute aus dem ehemaligen Osmanischen Reich und nicht nur Leute aus dem arabischen Raum, das können auch Afrikaner sein, Asiaten, Australier oder Amerikaner, das spielt überhaupt keine Rolle. Da darf man nicht irgendwie differenzieren. Und ja, das ist eigentlich so ein Problem, was ich im Inneren habe, aber ansonsten Probleme, mit denen ich oft zu tun habe, ist, wenn ich, bis heute ist es für mich problematisch, mit Leuten zu reden, die sich so verhalten, wie ich mich verhalten habe, bevor ich Muslim wurde, die sich darüber lustig machen. Und ich mich dann selbst in den Leuten wiedererkenne und dann keine Gegenargumente sagen kann, weil ich ganz genau weiß, in welcher Position sich der befindet. Da war ich nämlich auch. So, ich will ihm jetzt nicht irgendwie überzeugen davon, weil ich kann es nicht. Das kann nur Allah. Allah kann ihm nur den Schlüssel ins Herz legen, damit er es erkennt und sieht. Aber das ist trotzdem so ein krasser Moment, immer wieder zu sehen, wo man selber hergekommen ist. Man kann es halt nicht ändern, diesen Menschen. Nur Allah kann ihn ändern. Und das ist schon was einen dann ein bisschen mitnimmt. Versuch ein guter Mensch zu sein und versuch dich nicht der Welt hinzugeben. Versuch nicht jemand zu sein, um andere zu beeindrucken. Versuch dich selbst zufriedenzustellen. Und versuch insbesondere auch nicht zu sehr dem Weltlichen hinterher zu laufen. Also diese Materialien und
was es auch alles gibt, sei es jetzt Status, wie viele Likes kriegst du auf irgendwelchen Social Medias und solche Sachen. Also das sind alles Dinge, die dich nur für einen kurzen Moment befriedigen, aber danach den Hunger darauf noch vermehren. Jesus, also Isa a.s. hat gesagt, einer, der durstig ist und Wasser aus dem Meer trinkt, der wird nur noch umso durstiger, bis er dann am Ende stirbt. Und das sind die nach der Welt suchen, hat er gesagt. Und das sagt eigentlich alles aus. Also man darf sich nicht in dieser Welt verlieren. Man muss halt versuchen, zu sich selbst zu kommen und zu sich selbst zu finden und in der Welt zu leben, so dass man mit sich selbst auch zufrieden ist und innere Ruhe und inneren Frieden hat. Was nicht leicht ist, aber machbar.